Wenn du aus Deutschland auswanderst, aber noch einen Ehepartner in Deutschland hast, weil vielleicht der Ehepartner nicht mit dir auswandern möchte oder es vielleicht auch noch Kinder gibt in Deutschland, die minderjährig sind, dann stellt sich natürlich die Frage, löst diese Familie, die du noch in Deutschland hast, löst die einen Lebensmittelpunkt in Deutschland aus, bleibt also die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland bestehen? Oder kannst du tatsächlich auch unter diesen Umständen steuerfrei im Ausland leben? Mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Ich grüße dich übrigens hier aus dem schönen Sansibar. Wir sind hier gerade für eine Woche mit einer Gruppe von Mandanten, die sich überlegen, Sansibar zu ihrem Plan B Wohnsitz oder möglicherweise auch zu einem Plan A Wohnsitz zu machen, wohin sie dann demnächst auswandern würden. Sansibar ist wunderschön, eine Insel hier vor der Küste Tansanias in Ostafrika, ein herrliches Klima, eigentlich unterjährig immer 28 bis so ungefähr 32 Grad. Die Menschen sind sehr freundlich natürlich. Und das Beste ist, wenn du hier eine Immobilie erwirbst für $100.000 oder mehr, dann bekommst du ein lebenslanges Aufenthaltsrecht, ebenso wie deine Familie und Steuerfreiheit hier auf ausländische Einkünfte. Vermietest du diese Immobilie an Feriengäste zum Beispiel über Airbnb, dann werden in Sansibar 5 bis 10% Steuern auf diese inländischen Einkünfte fällig. Aber sämtliche ausländischen Einkünfte, sei es Krypto, sei es Einkünfte aus sonstigem Kapitalvermögen, das bleibt alles steuerfrei. Also ein sehr attraktiver Standort, wenn dir Afrika gefällt. Afrika, der neue Boom-Kontinent natürlich. Hier passiert sehr viel, der Kontinent der Zukunft. Und wenn wir uns gerade anschauen hier, was in Richtung BRICS passiert, dann sollte man sich auf jeden Fall Afrika einer genaueren Prüfung unterziehen. Bedingt mit diesem Aufenthalt in Sansibar übrigens ist vielleicht hier die Aufnahmequalität heute nicht so astrein. Denn eins muss man sagen, die Internet-Connection in diesem Hotel, wo ich mich gerade befinde, ist nicht ideal. Also nehmen wir einmal hier mit geringerer Auflösung auf. Ich bitte diese kleine Qualitätseinbuße zu entschuldigen. Und wenn du dich auch interessierst für Sansibar oder andere interessante Länder, dann schau dir mal unsere Seite perspektiveausland.com an. Wir machen regelmäßig Plan B Reisen mit Mandanten in verschiedene Länder, zum Beispiel Dubai oder auch Osteuropa, wie zum Beispiel Serbien oder Albanien. Also schau dir ruhig mal an, wohin es geht. Wir sind demnächst schon wieder in Sansibar mit einer weiteren Gruppe. Vielleicht ist ja auch Sansibar für dich interessant und du wirst einmal hier mit uns mitkommen. Aber nun zurück zu unserem eigentlichen Thema. Die Frage ist, wenn du ins Ausland auswandern willst, aber dein Ehepartner nicht mit will, dein Ehepartner in Deutschland bleiben will, kannst du dann überhaupt die steuerlichen Vorteile im Ausland nutzen, insofern es welche gibt, oder bleibst du in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, nur aufgrund der Tatsache, dass dein Ehepartner bzw. deine Familie sich dort befindet. Das auch unter der Annahme, dass du zum Beispiel keinen einzigen Tag pro Jahr in Deutschland bist oder vielleicht nur sehr gelegentlich, vielleicht einmal im Monat, vielleicht alle 2 Monate dort zu Besuch bist. Bleibst du dann weiterhin in Deutschland steuerpflichtig, unbeschränkt, ändert sich also steuerlich überhaupt nichts, wenn du ins Ausland gehst, dein Ehepartner aber in Deutschland bleibt. Schauen wir uns noch mal an, was eigentlich die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland auslöst. Zum einen haben wir mal ganz klar den Wohnsitz. Wenn du einen Wohnsitz in Deutschland hast, völlig egal, wie viele Tage oder Nächte du dich an diesem Wohnsitz aufhältst in Deutschland, bleibst du dort unbeschränkt steuerpflichtig. Punkt. Es ändert sich überhaupt nichts dadurch, dass du ins Ausland gehst. Du musst weiterhin eine Steuererklärung in Deutschland einreichen. Du musst weiterhin deine gesamten weltweiten Einkünfte in Deutschland erklären und versteuern. Freilich, wenn du in einem anderen Land dich aufhältst und vielleicht arbeitest und dieses Land ein Doppelsteuerungsabkommen mit Deutschland hat, dann wird möglicherweise die Besteuerung aufgeteilt. Dann zahlst du vielleicht einen Teil der Steuern in deinem neuen Wohnsitzland, aber du wirst weiterhin unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland bleiben. Das heißt, alle Einkünfte, die du in deinem neuen Wohnsitzland hast, nicht versteuern müssen, werden weiterhin in Deutschland zu versteuern sein. Möglicherweise wird auch nur die ausländische Steuer angerechnet und du musst nach wie vor die deutschen Steuern bezahlen. Das ist also der Wohnsitz. Wir reden ja sehr häufig hier darüber. Auf keinen Fall darfst du einen deutschen Wohnsitz haben, wenn du ins Ausland gehst. Du musst deine Eigentumswohnung zum Beispiel vermieten
oder aber, wenn du zur Miete wohnst, diesen Mietvertrag kündigen. Ansonsten bleibst du in Deutschland ganz normal steuerpflichtig. Das zweite Kriterium, was die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland auslöst, ist der sogenannte Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes. Das kommt aber nur zum Tragen, wenn du keinen Wohnsitz mehr hast. Ja, das ist also die bekannte sogenannte 183-Tage-Regelung, die aber, wie gesagt, nur relevant ist, wenn du keinen Wohnsitz in Deutschland mehr hast. Hast du einen Wohnsitz, bist du immer unbeschränkt steuerpflichtig, egal wie viele Tage du dort bist. Hast du aber keinen Wohnsitz mehr, dann ist eben die 183-Tage-Regelung relevant und du bist nur dann in Deutschland steuerpflichtig, wenn du dich in Deutschland 183 Tage und mehr aufhältst. Das ist auch besonders trickreich, wie diese Tage berechnet werden. Da geht es nämlich nicht um Kalenderjahr, sondern um einen 12-Monats-Zeitraum. Ich habe hierzu vor kurzem schon ein Video gemacht. Schau dir das am besten nochmals an und mach dich damit vertraut. So, das dritte Kriterium für die unbeschränkte Steuerpflicht ist der sogenannte Lebensmittelpunkt. Ist dein Lebensmittelpunkt noch in Deutschland, dann ist auch dort möglicherweise die unbeschränkte Steuerpflicht gegeben. So, wenn du jetzt einmal ins Einkommensteuergesetz reinschaust, dann wirst du überraschenderweise feststellen, dass dort der Lebensmittelpunkt überhaupt nicht definiert ist. Ja. Was heißt also der Lebensmittelpunkt tatsächlich konkret? Was bedeutet Lebensmittelpunkt allgemein und in der besonderen Situation, die wir jetzt gerade anschauen? Das heißt, du bist im Ausland und dein Ehepartner ist weiterhin in Deutschland. Tatsächlich ist es so, dass direkt die unbeschränkte Steuerpflicht im deutschen Steuerrecht nur über die beiden gerade besprochenen Kriterien, nämlich den Wohnsitz und den Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes, definiert ist. Aber was die Finanzbehörden probieren werden, ist, dir über den Lebensmittelpunkt genau einen Wohnsitz oder den Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes zu unterstellen und dich dann wieder so in die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland hineinzuziehen. Tatsächlich ist der Lebensmittelpunkt im internationalen Steuerrecht ziemlich ausführlich definiert. So sagt zum Beispiel das OECD-Musterabkommen, das ja als Grundlage für die Doppelsteuerungsabkommen gilt, auch jene, die Deutschland abgeschlossen hat, dass der Lebensmittelpunkt ein entscheidendes Kriterium für die Bestimmung der Ansässigkeit ist. Dort heißt es, dass die Ansässigkeit dort zu definieren ist, zu dem die Person die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat. Und das ist dann der sogenannte Mittelpunkt der Lebensinteressen. Ein anderer Begriff hier für den Lebensmittelpunkt. 2015 hat das Bundesfinanzministerium die sogenannte Lohnsteuerrichtlinie herausgegeben. Und dort wird dann tatsächlich hier auf den Lebensmittelpunkt eingegangen. Aber Vorsicht, hier geht es nur um das Thema Lohnsteuer, nicht um das Thema allgemeine Steuerpflicht. Ich zitiere: Der Mittelpunkt der Lebensinteressen befindet sich bei einem verheirateten Arbeitnehmer regelmäßig am tatsächlichen Wohnort seiner Familie. Die Wohnung kann aber nur dann ohne nähere Prüfung berücksichtigt werden, wenn sie der Arbeitnehmer mindestens 6-mal im Kalenderjahr aufsucht. Bei anderen Arbeitnehmern befindet sich der Mittelpunkt der Lebensinteressen an dem Wohnort, zu dem die engeren persönlichen Beziehungen bestehen. Die persönlichen Beziehungen können ihren Ausdruck besonders in Bindungen an Personen, zum Beispiel Eltern, Verlobte, Freundes- und Bekanntenkreis finden, aber auch in Vereinszugehörigkeit und anderen Aktivitäten. Sucht der Arbeitnehmer diese Wohnung im Durchschnitt mindestens 2-mal monatlich auf, ist davon auszugehen, dass sich dort der Lebensmittelpunkt seiner Lebensinteressen befindet. Also hier nun, wie gesagt, ein Zitat aus der Lohnsteuerrichtlinie, aber wie gesagt, hier geht es nur um das Thema Lohnsteuer. Sehr interessant natürlich hier, dass hier tatsächlich der Lebensmittelpunkt an die Anzahl der Besuche festgemacht wird. Hier steht ja, dass ein Lebensmittelpunkt kann dann in Deutschland angenommen werden, wenn du diesen mindestens 6-mal pro Jahr aufsuchst. Würde das also bedeuten, dass wenn du in Deutschland deinen Ehepartner besuchst, deine Familie besuchst, aber dann nicht in der Wohnung des Ehepartners übernachtest oder vielleicht dort weniger als 6-mal im Jahr übernachtest, dass du dann auf der sicheren Seite bist? Schauen wir einmal weiter. Weitere Aussagen des Gesetzgebers zum Lebensmittelpunkt finden sich auch im Anwendungserlass zur Abgabenordnung. Dort hat der Gesetzgeber den Lebensmittelpunkt im Falle von Verheirateten so definiert: Ein Ehegatte, der nicht dauernd getrennt lebt, hat seinen Wohnsitz grundsätzlich dort, wo seine Familie lebt. Diese Vermutung gilt regelmäßig, unabhängig davon, welche räumliche Entfernung zwischen den Ehegatten besteht. Deshalb ist eine inländische Wohnung, die von einem Ehegatten gelegentlich zu Wohnzwecken genutzt wird, auch dann ein Wohnsitz,
wenn er sich zeitlich überwiegend im Ausland aufhält. Also hier kommen wir jetzt tatsächlich natürlich zu der Krux der ganzen Sache. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass aus deutscher Sicht der Wohnsitz sehr kritisch ist zur Bestimmung der unbeschränkten Steuerpflicht. Es kann immer davon ausgegangen werden, dass wenn ein Wohnsitz in Deutschland besteht, die unbeschränkte Steuerpflicht besteht. Hier wird es davon ausgegangen letztlich, dass aufgrund der Tatsache, dass dein Ehepartner weiterhin in Deutschland wohnt und du ja, wenn du eine normale Ehe führst, Zugang zu der Wohnung hast, die dein Ehepartner bewohnt, auch wenn er dort normalerweise alleine wohnt, auch wenn du praktisch nie in dieser Wohnung bist, hast du eben wiederum einen Wohnsitz in Deutschland und dann bist du über das erstgenannte Kriterium, über das wir vorhin gesprochen haben, nämlich über den Wohnsitz unbeschränkt in Deutschland steuerpflichtig. Jetzt stellt sich natürlich hier auch die Frage, ist das Gleiche auch bei anderen Familienmitgliedern zu befürchten? Sagen wir einmal Eltern oder erwachsene Kinder oder andere Verwandte. Auch hier hat der Gesetzgeber eine Antwort. Wer sich auch in regelmäßigen Abständen in der Wohnung eines Angehörigen oder eines Bekannten aufhält, begründet dort keinen Wohnsitz, sofern es nicht im Fall einer Familienwohnung oder der Wohnung einer Wohngemeinschaft gleichzeitig die eigene Wohnung ist. Minderjährige Kinder teilen grundsätzlich den Wohnort ihrer Eltern, weil sie über die Haushaltszugehörigkeit eine abgeleitete Nutzungsmöglichkeit besitzen und damit regelmäßig zugleich die elterliche Wohnung innehaben. Also auch hier sehr interessant. Das heißt, wenn du also bei anderen Verwandten übernachtest, nicht bei der engsten Familie, nicht bei deinem Ehepartner in Deutschland, wird dadurch kein Wohnsitz begründet, außer eben du lebst mit diesen in einer WG zusammen. Und jetzt kommt natürlich die interessante Frage, was heißt eine WG? Hast du also im Elternhaus zum Beispiel ein eigenes Zimmer, wo deine Sachen drinstehen, wo deine berühmte Zahnbürste drinsteht, dann hast du möglicherweise dort wiederum einen Wohnsitz. Dann hat das Ganze möglicherweise WG-Charakter, weil du ja dein festes Zimmer im Hause deiner Angehörigen hast. Das müsste also ebenfalls vermieden werden. Aber jetzt einfach nur zu Besuch sein und dort auf der Couch zu schlafen oder im Gästezimmer, das ist nun aus steuerlicher Sicht kein Problem. Also kommen wir zurück zu der Frage des Ehegattens und zu der Frage, ob die Anwesenheit des Ehegattens und die Tatsache, dass dieser in Deutschland lebt, auch für dich die unbeschränkte Steuerpflicht auslöst. Vorhin hatte ich ja hier den Anwendungserlass zur Abgabenordnung zitiert. Hier wird ja von 6 Besuchen gesprochen. Und wenn man mindestens 6-mal im Jahr sich in dieser Wohnung aufhält, hat man auf jeden Fall einen Wohnsitz. Ist es also nun so, dass man Rechtssicherheit hat, wenn man zum Beispiel nicht in der Wohnung übernachtet und vielleicht im Hotel übernachtet, wenn man sich in Deutschland aufhält, aber eben der Ehepartner trotzdem in Deutschland bleibt? Nach meiner Erfahrung ist das nicht so. Wir hatten ja vorhin angesprochen, dass es bei diesem Thema auch nur um die Lohnsteuer ging, nicht um die allgemeine Steuerpflicht. Meiner Erfahrung nach ist es immer so, wenn der Ehepartner in Deutschland weiterhin einen Wohnsitz hat, wird auch für dich der Wohnsitz dort angenommen und damit die unbeschränkte Steuerpflicht. Natürlich, du kannst es dann auf gerichtlichen Wege umsetzen lassen, aber Hand aufs Herz, wer will das schon? Wirklich. Daher gilt im Grunde Folgendes, dass dein Ehepartner und deine minderjährigen Kinder auf jeden Fall mit dir auswandern müssen, dass rechtssicher deine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland beendet wird. Das ist übrigens auch eine der 16 Fragen, die das Finanzamt an Auswanderer schickt. Da gibt es ja ein Formular, was das Finanzamt an alle Auswanderer mittlerweile verschickt. Wir haben es auf unserer Webseite veröffentlicht. Ich packe mal einen Link dazu hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Dort siehst du ganz klar die Frage, ob der Lebensmittelpunkt in Deutschland beendet wurde, und dann muss man dafür entsprechende Nachweise beschaffen. Also ich gehe davon aus, wenn ein Ehepartner in Deutschland lebt, wird dir immer dort ein Wohnsitz und damit die unbeschränkte Steuerpflicht konstruiert. Eine weitere Lösung, wenn der Ehepartner nicht mitkommen will, wäre, dass ihr euch tatsächlich trennt. Das bürgerliche Gesetzbuch definiert die Trennung so: Die Ehegatten leben getrennt, wenn zwischen ihnen keine häusliche Gemeinschaft besteht und ein Ehegatte sie erkennbar nicht herstellen will, weil er die eheliche Lebensgemeinschaft ablehnt. Also wenn ihr euch trennt, ihr müsst euch nicht scheiden lassen, dann ist tatsächlich hier der Wohnsitz in Deutschland durch einen Wohnsitz des Ehegatten nicht mehr gegeben. Du dürftest aber dann natürlich auf keinen Fall in dieser Wohnung übernachten, wenn du in Deutschland zu Besuch bist. Jetzt wirst du vielleicht fragen, wie bekommt das Finanzamt das überhaupt raus? Nun, die einfache Antwort ist, dass das Finanzamt dich fragen wird. Wird nämlich ein solcher Wegzug hier vom Finanzamt überprüft, was immer wieder der Fall ist,
Da werden hier nicht Handydaten überprüft oder irgendwelche Einreisesysteme am Flughafen, sondern das Finanzamt schickt dir schlicht und ergreifend eine E-Mail und bitte dich nachzuweisen, wo du bei deinen Besuchen in Deutschland übernachtet hast. Und dann musst du Hotelrechnung etc. beibringen oder eben anderweitig nachweisen, dass du nicht in dieser Wohnung übernachtet hast. Eine Trennung, das ist natürlich nicht besonders romantisch und wie ich gerade eben hier zitiert habe, darf es natürlich auch keine Fake-Trennung sein. Also das muss man sich gut überlegen. Tatsächlich haben wir aber auch Mandanten, die sich allein aus diesen steuerlichen Gründen haben scheiden lassen. Das ist für mich eine sehr radikale Herangehensweise. Ich würde das jetzt nicht so ohne weiteres empfehlen, aber du kannst zumindest daran erkennen, wie ernst das genommen wird und welche Schritte Menschen tatsächlich bereit sind zu unternehmen, nur um der unbeschränkten Steuerpflicht in Deutschland zu entgehen. So, das war's für heute. Wenn das Themen sind, die auch dich umtreiben, wenn du dir überlegst, auszuwandern, ins Ausland zu gehen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren, der deutschen Steuerpflicht zu entkommen und dann im Ausland eben steueroptimiert Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.